Was mir an einer mehrtägigen Tour am meisten gefällt, ist eigentlich, dass du erst so nach dem zweiten, dritten Tag wirklich merkst, dass du allein unterwegs bist und wie noch einige Kilometer vor dir hast und wirklich dann anfängst zu geniessen, die Einsamkeit. Ich heiße Silas und arbeite mit Transa Europaallee als Verkaufsberater in der Bekleidung. Was mich beim Wandern begeistert, ist einfach die Einsamkeit. Und draussen merkst du einfach wirklich, wie klein du in dieser Welt eigentlich bist. Die Route, die ich jetzt mache, ist eigentlich von Tessin nach Luzern. Das sind 160 Kilometer. Alpingelände, Flachland in 5 Tagen, wenn alles gut klappt. Ich habe noch einiges vor. Eine Herausforderung, die man auf einer Tour begegnen könnte, ist sicher mal das Zeitmanagement, das nicht aufgeht. Sprich, man braucht einen Schlafplatz und die Sonne geht runter. Oder es kommt auf einmal gewittern und man muss einen Unterschlupf suchen. Auf meiner Tour übernachte ich in der Regel, vor allem wenn ich im alpinen Gelände unterwegs bin, in einem Biwaksack und mit einem Tarp. Gesetzlich gesehen in der Schweiz ist noch nicht alles so ganz klar, muss ich ehrlich sagen. Was aber klar ist, über die Baumgrenze darfst du eigentlich überall in der Schweiz übernachten. Und sonst muss man mit der Gemeinde telefonieren und sich ankündigen, dass man da vorbeikommt. Ich hatte das Problem eigentlich noch nie gehabt. Natürlich muss man auch schauen, hey, man sollte nicht gerade neben einer Wohnsiedlung schlafen, neben einem Haus. Und vor allem dort, wo man sein Camp aufstellt, sollte man einfach auch Orte haben, dass wenn jemand vorbeiläuft und irgendwie das Gefühl hat, hey, da ist eine Party im Gang oder so. Naturschutzgebiete sind natürlich ein absolutes No-Go, weil Naturschutzgebiete bieten natürlich einen Rückzugsort für Tiere. Und da sollte man wirklich einfach auch Respekt den Tieren gegenüber und der Natur gegenüber und in diesen Orten wirklich einfach nicht übernachten. Was mir persönlich wichtig ist, wenn ich unterwegs bin, ist sicher mal die Nahrungsbeschaffung. Ich kaufe nur regionale Produkte, weil dann gebe ich der Region auch etwas zurück. Und natürlich wirklich dort, wo ich war, den Platz, den Ort, den hinterlasse ich so, ob ich noch nie dort war. Wirklich die Natur so hinterlassen, wie du aufgefunden hast. Lightweight Wanderneuling. Natürlich schneide ich jetzt mein Zahnbürstchen nicht ab, sondern ich kaufe einfach ein kleines Zahnbürstchen. Ich kaufe hier wirklich eine gute Matte. Sie muss leicht sein, aber sie muss auch gut sein. Und nehmt den Biwaksack mit. Weil ein Biwaksack holt hier in der Regel etwa 6 oder 7 Grad raus. Und wirklich den Schlafsack. Der Daunenschlafsack ist noch das Leichteste, was es gibt und wo wirklich auch warm gibt. Und natürlich auch einen leichten Rucksack. Weil wenn du den Rucksack schon allein ein rechtes Gewicht hast, dann schlägst du einfach unnötiges Zeug umeinander. Und ja, nimm nicht zu viele Luxusgegenstände mit, nur das, was du brauchst.